Servus Leute und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ich bin die Jessie, wir sind heute im kalten Frankfurt und ich habe heute für euch den VW T7 Multivan dabei. Und falls ihr heute alles zu dem wissen wollt, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert auch unseren Kanal The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir und hier seid ihr bestens informiert. Was werden wir heute gemeinsam machen? Ich habe euch den ja genauso wie er jetzt dasteht als Plug-in-Hybrid in der Energetic-Ausstattungsvariante schon im Studio vorgestellt. Und heute geht es so ein bisschen darum, wie praktisch ist er im Alltag und wie fährt er sich. Falls ihr darauf Lust habt, bleibt jetzt gerne dran und dann gehen wir erstmal los und schauen ihn uns erstmal genauer an. Kommt mit! Ja, hier vorne angekommen, vielleicht erstmal zu unserem Kooperationspartner und zwar ist es GoLeasy. Was machen die Jungs? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Warum lohnt sich das jetzt vor allem hier bei dem T7 als Plug-in-Hybrid? Weil hier von einer Förderung profitiert und von einer Dienstwagensteuer von bis zu 0,5%. Wie das in diesem Fall aussieht und was der kostet am Ende auch nach Abzug der Förderung, erzähle ich euch im Fazit. Jetzt schauen wir uns erstmal genauer an und es gibt ihn jetzt in 3 Ausstattungsvarianten. Es gibt ihn einmal als Multivan, dann gibt es ihn als Multivan Live und als Style. Bei dem Plug-in-Hybrid gibt es dann noch die Sonderausstattung Energetic, die habe ich heute für euch dabei. Das sind ein paar optische Elemente, die wir gemeinsam besprechen werden. Und erstmal finde ich, zu so einem Bulli gehört ja so eine Zweifarblackierung. Und die haben wir jetzt hier drauf. Wir haben den euch auch in einem Blau-Weiß vorgestellt, in einem Grau bzw. in einem Silber und dann auch noch in einem Rot. Ich mag diese Lackierung hier am liebsten, deshalb ist es wahrscheinlich auch die Loungefarbe von VW geworden, unten orange, oben ein Silber. Und was wir jetzt hier haben, ist sehr stolz vorne und sehr groß das VW-Logo. Und wir haben jetzt hier bei dem IQ-Light, welches optional ist, also es ist ein Matrix-LED-Licht, diese Verbundleuchte. Serienmäßig bekommt ihr LED-Leuchten, hier eben dieses IQ-Light. Warum ist es gut? Es sieht nicht nur schick aus, sondern es ist auch sehr praktisch, denn es leuchtet beispielsweise den Gegenverkehr ab und Schilder permanent an. Heißt, ihr fahrt die ganze Zeit eben mit einem Fernlicht, was sehr hilfreich, praktisch und sicher ist. Eine Sache, die sich vorne noch geändert hat, ist auf jeden Fall der Kühlergrill hier. Der ist jetzt komplett lackiert und hat die Struktur wie auch beim Caddy oder auch beim GTI. Das ist eine Warmstruktur. Das ist natürlich Geschmackssache. Ihr habt unter meinem Video und auch unter Jans Video sehr viel kritisiert. Ihr findet ihn optisch zum Teil gut, zum Teil nicht so gut. Für euch war es manchmal kein Bulli mehr, für andere war es wieder ein Bulli. Ich bin sehr gespannt jetzt auch wieder auf die Diskussion. Was ihr auf jeden Fall kritisiert habt, ist dieser Knick hier und diese sehr kurze Schnauze und der Look von vorne. Heckspoiler war auch ein Kritikpunkt, den besprechen wir dann aber gleich. Und wenn wir jetzt in die Seite gehen, gibt es den in 2 verschiedenen Längen. Einerseits hier in 4,97 Meter Länge, das ist die kurze Variante. Es gibt ihn aber auch in der langen Variante, da habt ihr hinten nochmal 20 cm länger und dann ist er eben 5,17 Meter lang. Interessant ist jetzt, dass ihr hier verschiedene Fahrwerke bekommt. Einmal das normale Fahrwerk, dann das tiefer gelegte Fahrwerk und jeweils bekommt ihr dann immer noch ein DCC dazu, also eine adaptive Federung oder adaptive Dämpfer. Hier hinten ist dann der Tank, vorne kann man ihn dann laden, da sprechen wir gleich drüber und wir haben jetzt hier den Plug-in-Hybrid. Heißt, wir haben einen 10,4 Kilowattstunden fassenden Akku jetzt hier unten, der den Elektromotor unterstützt bzw. den Elektromotor antreibt und andererseits haben wir eben auch einen Verbrenner drin. Das heißt, ihr habt hier das Beste aus 2 Welten, könnt lokal emissionsfrei fahren, bis zu 50 Kilometer Reichweite gibt VW an. Wie weit wir gekommen sind, erzähle ich euch dann später noch und könnt aber dann eben über längere Strecken auch den Verbrenner hinzuziehen oder wenn ihr schneller fahrt, was eben sehr gut und ein guter Kompromiss vor allem ist. Hier vorne ist vielleicht noch interessant für euch hier dieses Badge mit Energetic, da steht es dann auch noch mal drauf. Bei den anderen Varianten ist dann einfach nur so ein kleines Wabenmuster. Ihr bekommt jetzt hier 16 bis 19 Zoll Felgen. Hier eine sehr schöne silberne Felge, finde ich passend hierzu eben sehr gut. Und interessant ist jetzt, die 19 Zoll Felge bekommt ihr jetzt erstmal nicht. Denn der Vorstand ist mit diesen Autos gefahren und bei den 19 Zoll haben sie gesagt, das ist uns jetzt noch zu ruckelig, die wollen wir so erstmal nicht haben. Bitte noch ein bisschen dran arbeiten, heißt, die kommt eben ein bisschen später auf den Markt. Was jetzt hier an der Seite auffällt, wir haben jetzt hier einmal eine Reling, die durchgeht. Ein paar Reminiszenzen an die alten T5, T3 Modelle sind hier immer vorhanden. Wir haben jetzt hier hinten abgedunkelte Scheiben. Vorne haben wir noch eine kleine geöffnete Scheibe, die zeige ich euch noch schnell. Die ist hier vorne, erinnert auch eben an ein Vorgängermodell. Und ja, ich finde ihn wirklich schön. Ich
Ich weiß, viele von euch da draußen nicht. Ich würde auch gerne unter dem Video nochmal mit euch diskutieren. Aber was ich besonders gut an dem Auto finde, ist, dass wir jetzt auf beiden Seiten serienmäßig elektrische Schiebetüren haben. Und das macht das ganze Auto super praktisch. Ihr bekommt ihn jetzt mit bis zu 7 Sitze. Hier haben wir jetzt hinten 4 Sitze, vorne 2 Sitze. Wir besprechen gleich nochmal den Innenraum. Hier ist jetzt die Vis-à-vis-Komponente bzw. Variante. Heißt, man kann sich jetzt gegenüber sitzen und anschauen. Kann aber auch die vorderen Stühle umdrehen. Das machen wir gleich alles gemeinsam. Ich lasse hier jetzt vielleicht, nee, ich mache noch zu, machen gleich nochmal auf. Besprechen jetzt erstmal das Heck und ja, da war euer größter Kritikpunkt dieser Spoiler. Das ist natürlich Geschmackssache. Ich finde ihn irgendwie witzig, ich finde ihn irgendwie cool. Viele von euch haben gesagt, das sieht dann irgendwie aus wie so ein China-Toyota-Bus, wenn man da dieses VW-Logo nicht drauf hätte. Ich kann die Kritik verstehen, aber er ist auf jeden Fall gut für den CW-Wert, denn wir haben hier eine Optimierung von 0,35 auf 0,3. Was jetzt wichtig ist, weil er ist effizienter dadurch, ihr habt einen geringeren Verbrauch, darüber sprechen wir dann später nochmal. Und VW hat auch versucht, ihn deutlich leichter zu machen. Heißt, ihr habt hinten keine Rückbank mehr, dadurch sind beispielsweise 25 Kilo eingespart, aber auch beim Fahrwerk wurden viele Dinge eingespart, vor allem eben Gewicht. Hinten dann VW-Logo, LED-Leuchten serienmäßig. Was ich sehr gerne mag, ist, dass diese Chrom-Linie hier dann einmal ins Licht rüber geht. Hier unten dann auch nochmal eine Chrom-Applikation. Multivan steht ausgeschrieben und breit hinten drauf. Und hier hinten sieht man dann eben, dass wir den E-Hybrid, also den Plug-in-Hybrid haben. Großer Vorteil bei dem Auto ist die sehr niedrige Ladekante. Das heißt, man hebt sich auf jeden Fall keinen Bandscheibenvorfall. Und anderer Vorteil ist, es fängt jetzt nämlich an zu regnen. Ich kann hier drunter stehen. Ich glaube, bis ein 1,90 Meter großer Mann passt ja auch locker drunter oder Frau. Ich möchte jetzt nicht nur sagen, dass Frauen nicht so groß sein können. Heißt, ihr könnt jetzt mal, wenn ihr mit euren Kindern irgendwie unterwegs seid, wie jetzt hier, könnt ihr halt einfach hier drunter stehen und eben trocken bleiben, was sehr gut ist. Hier unten dann eben Ladekante, die relativ flach ist. Hier habt ihr dann auch noch die Kabel verstaut. Die zeige ich euch vielleicht noch zum Laden. Kann man hier rausnehmen. Und auch einfach aufmachen. Was ich sehr gut finde, ist, dass es hier nochmal so einen kleinen Karabiner gibt, damit das Ganze nicht herumfliegt. Und, das machen wir hier mal auf. Hier habt ihr jetzt das Kabel fürs normale Laden an der Wallbox. Und hier habt ihr auch noch die Kachel, die ist dann eben für die Haushaltssteckdose. Und das ist jetzt ganz interessant. Ich sage euch hier hinten mal die Ladezeiten. An der Haushaltssteckdose braucht der 5 Stunden, um voll zu sein. AC braucht er 3 Stunden 40, um voll zu sein. Ihr könnt mit bis zu 3,6 Kilowatt laden. Jetzt machen wir hier hinten mal rein. Und was jetzt auch cool ist, ihr habt jetzt hier diese Hutablage, die ihr verschieden verstellen könnt. Heißt, einmal so drauf, na, muss ich schon richtig reinmachen. So, einmal so drauf oder ihr könnt sie eben auch hier einmal reinklappen. Heißt, ihr seid hier sehr flexibel, habt auf beiden Seiten dann eben auch nochmal so einen kleinen Haken und auch nochmal hier eine kleine Taschenlampe. Falls es dunkel wird oder man auf irgendwelche Experience-Touren geht, Nachtwanderungen mit Kindern, habt ihr auf jeden Fall sowas auch dabei. Optional ist jetzt hier auch die Anhängerkupplung dabei. Na, so rum geht's rein. Die mache ich euch mal hier raus. Da müsst ihr mal unten gucken. Hier ist der Knopf dafür. Und da kommt sie raus. Der Plug-in-Hybrid zieht jetzt 1,6 Tonnen, der große Benziner, den ihr bekommt, 2 Tonnen, der kleine Benziner auch 1,6 Tonnen. Hier haben wir eben die 1,6 Tonnen Variante. Sehr praktisch, könnt ihr hier jetzt auch wieder wegmachen. Ich drücke einmal drauf, klappt weg und so sieht er von hinten wieder schön aus. Auch sehr gut ist, dass wir hinten eine elektrische Heckklappe haben. Ich mache die jetzt mal zu. Und was wir als nächstes machen, ist gemeinsam reingehen. Dann zeige ich euch mal, wie viel Platz ich da drin habe. Radstand ist übrigens 3,12 Meter, also 12 cm mehr Radstand als der Vorgänger. Großer Vorteil. Und dann würde ich gerne mit euch mal anschauen, wie flexibel der Innenraum ist. Und jetzt würde ich sagen, kommt ihr mal mit. So, jetzt kommt mal hier mit. Was wir als erstes machen, ist hier hinten mal noch die Tür auf. Und das funktioniert hier auf so einem Knopf. Kann man die zu oder auch aufmachen. Den Knopf habt ihr auch bei euch auf der Seite. Geht elektrisch, sehr komfortabel. Upstyle serienmäßig, hier bei Energetic auch serienmäßig. Bei Live oder Multivan ist es optional, da habt ihr eben nur einen Soft Close bei den Türen. Und jetzt schaut euch mal den Innenraum an. Erstmal großer Vorteil, dieses krasse Dach, 1,8 Quadratmeter Fläche, das ist das größte Glasdach in der Klasse. Sehr schön, auch wenn es jetzt gerade regnet, ihr habt hier drin ein sehr helles Raumgefühl, finde ich super. Die Lüftungsdüsen sind dadurch dann auch an die Seite gerutscht, die sind ja bei dem alten Multivan in der Mitte gewesen. Und was wir jetzt hier auch haben, sind sehr flexible Stühle. Kann man auf diesen Schienen herumschieben. Ich mache euch vielleicht mal als allererstes, dass ich euch zeigen kann, diesen Tisch nach hinten. Den besprechen wir dann später erst.
So, der ist jetzt weg und jetzt besprechen wir erstmal hier die Stühle. Und was ihr machen könnt, das habe ich euch hinten vergessen zu zeigen. Natürlich könnt ihr diese auch komplett umklappen auf beiden Seiten und habt damit hinten deutlich mehr Platz. Ihr könnt die aber auch nach vorne und nach hinten schieben. Jetzt mache ich die mal wieder hoch. Habt hier immer so eine Schlaufe. Man muss einmal fest dran ziehen und dann geht das auch sehr flexibel. Hier haben wir einmal Isofix. Hier muss ich jetzt die Schlaufe suchen. Na, da ist sie. Dran ziehen. Da habt ihr auch Isofix, könnt also eure Kiddies mitnehmen, habt hier auch eine verstellbare Kopfstütze, hier in der Mitte jetzt so ein Alcantara. Da gibt es echt diverse Sitze, schaut mal in all unsere Reviews, falls euch das interessiert. Wir haben euch den Stoffsitz vorgestellt, den Kunstledersitz und hier ist jetzt der Alcantara-Sitz. Und jetzt wird es spannend, denn ihr seht jetzt die Stühle hier vorne, das sind die Integralstühle, haben jetzt hier auch eben eine integrierte Gurt. Das haben die jetzt hier nicht. Integrierter Gurt bedeutet, man kann die auch variabel verschieben oder umdrehen. Machen wir jetzt gleich gemeinsam. Erstmal möchte ich euch noch eine Sache zeigen. Kann man hier auch umklappen und habt dann hier eben noch mal einen Tisch auf der anderen Seite auch. Finde ich sehr, sehr gut mit 2 Cup-Holdern. Und was ich jetzt mache, ihr bleibt mal auf der Seite und ich zeige euch jetzt, dass man hier einerseits natürlich den nach vorne und nach hinten schieben kann. Ich kann den aber auch komplett rausheben und das ist das, was dieses Auto so flexibel macht. Heißt, ich kann den jetzt einmal so komplett umdrehen, kann den jetzt auch auf die mittlere Schiene schieben. Ich mache das mal mit euch gemeinsam. Das ist jetzt nicht so schwer, wie es aussieht. So ein Stuhl wiegt ungefähr 25 bis 29 Kilo. Das kriegt man auch hin. Kann jetzt hier wieder hochklappen und jetzt schaut euch das mal an. So schnell habe ich dann da eben hinten so die Möglichkeit, das alles zu verbauen. Jetzt habe ich einen großen Fehler gemacht. Der hier hinten, die haben jetzt jeweils eben so einen Arm, den kann man auch noch wegmachen. Mache ich jetzt mal schnell. Einmal, zweimal. So, und jetzt sollte mein Stuhl hier hinten Platz haben. Und ihr seht, sehr flexibel. Arme könnt ihr hinten in den Kofferraum machen und so eben einfach entscheiden, wie eure Kinder gemeinsam sitzen sollen. Jetzt habe ich euch, glaube ich, hier drin relativ viel gezeigt. Jetzt klappen wir das vielleicht noch schnell um. Und eine Sache möchte ich euch noch zeigen, das habe ich vergessen, kommt mal noch kurz. Wichtig für mich, wie ich finde, wenn man Kiddies dabei hat, vor allem der heutigen Generation, hier hinten finden dann die Handys Platz. Hier habt ihr auch noch auf beiden Seiten einen USB-C-Anschluss. Auf der Seite auch nochmal, können hinten sitzen und eben ja, daddeln oder was die auch immer machen. Hier vorne dann auch noch einen kleinen Tisch. Kann man hier so vorklappen, an dem Haken hier dann auch wieder runter machen. Also es ist ein sehr flexibler Innenraum. Und eine Sache, auch noch wichtig, ist ja dieser Tisch. Ja, wo fange ich da an? Ich schiebe den jetzt erstmal hier in die Mitte, kann den jetzt auch bis ganz nach hinten schieben. Und großer Vorteil bei dem ist jetzt, schaut mal, da ist so eine Push-Funktion. Der kann jetzt damit eben hochfahren und ich kann auf beiden Seiten hier eben dann den Tisch ausfahren. Jetzt möchte Jan irgendwas mit dem Stuhl machen. So, jetzt habt ihr auf beiden Seiten nochmal einen Tisch, kann man auch ganz nach vorne schieben. Man kann, wenn man unterwegs ist, beispielsweise Laptop aufklappen oder sonstiges machen. Das ist schon ziemlich cool und man kann das Ganze auch nach vorne schieben und hat dann eben vorne eine relativ flexible Mittelkonsole. Mache ich jetzt mal. Schaut mal, da vorne ist es dann. Schon sehr, sehr praktisch, aber auch ein bisschen anstrengend. Was wir jetzt machen, ist diese Tür hier mal zu. Da ganz einfach auf den Knopf gedrückt und jetzt zeige ich euch noch, wie man diesen Stuhl hier drehen kann. Funktioniert auch ganz einfach auf diesem roten Haken hier. Ich hebe den einmal hoch und drehe den um. Warte, bis der in den Schienen wieder ist. Das geht relativ schnell und jetzt hier dran ziehen. Und ihr könnt den Stuhl eben noch komplett umklappen. Sehr, sehr praktisch, sehr, sehr cool. Was ich jetzt noch mache, ist euch kurz zeigen, dass ihr hier auch eine Sitzheizung optional habt. Bei manchen Sitzen sind die dabei, bei manchen nicht. Ist Konfigurationssache. Und wie funktioniert das eigentlich, wenn ich hier den Sitz komplett rausheben kann? Das liegt daran, dass diese Schienen hier eben bestromt sind und geben dann eben den Strom an den Sitz weiter. Und so funktioniert die Sitzheizung. Das ist sehr cool, sehr innovativ. Was wir jetzt aber machen, ist gemeinsam noch rausgehen. Ich mache euch vorne noch die Motorhaube auf. Und dann besprechen wir noch kurz den Motor und ich zeige euch noch, wo man den laden kann. So, hier vorne ist jetzt der Motor ein 1,4 Liter Benziner. Der hat 150 PS und der Elektromotor, der im Getriebegehäuse
wohnt, der hat dann 116 PS. Zusammen haben sie 218 PS. In 11,6 Sekunden auf 100. Vom Max fährt er 190 km/h. Was er verbraucht, erzähle ich euch gleich im Innenraum. Mach hier mal schnell zu, weil es jetzt echt viel regnet. Ich zeige euch noch kurz, wo man den laden kann. Habe ich euch ja versprochen. Hier an der Seite geht es dann. Bisschen schade ist, dass man ihn nicht schnell laden kann. Bisschen schade ist, dass man ihn nicht bis 11 kW laden kann. Auch die Reichweite von 50 Kilometer ist irgendwann nicht mehr förderfähig. Besprechen wir gleich alles im Trockenen. Na, gehst du zu? Was wir jetzt machen, ist gemeinsam reingehen. Ich zeige euch noch den Innenraum, Infotainment-System und dann fahren wir hier gemeinsam los. Kommt mit! Jetzt geht es weiter hier mit dem Innenraum und eine Sache, die ich euch zeigen möchte, die ich sehr gut finde, ist Folgendes. Schaut mal, ihr habt hier Knöpfe, mit denen ihr einfach die Türen aufmachen könnt und sagen könnt, Kinder, kommt mal rein. Und die springen dann eben rein, könnt ihr einfach draufdrücken, könnt jetzt hier aber auch wieder draufdrücken und die eben wieder zumachen. Das ist schon ziemlich praktisch. Da geht es wieder zu, auf der anderen Seite auch. Ihr seht, es piepst ein bisschen. Sehr coole Lösung. Sehr, sehr coole Lösung. Und jetzt würde ich sagen, sprechen wir mal über die Sitze. Wir haben jetzt hier einen Mix aus Alcantara, hier oben beige, hier unten dann etwas gräulich an der Seite, Kunstleder, sehr weich geformte Sitze. Hier unten habt ihr auch noch die Möglichkeit, die Knieauflage noch mal zu verlängern und vor allem sind die elektrisch einstellbar, super bequem. Ich kann die jetzt nach vorne, nach hinten schieben und ihr habt hier sogar eine Massagefunktion, voll gut. Und jetzt schaut mit mir mal gemeinsam in die Tür. Da kann man jetzt sagen, die sieht retromäßig aus und ich finde es auch und ich finde es cool. Es ist natürlich Geschmackssache, aber ich mag diese beigen Armauflage oben, ich mag die Polsterung. Dieses Muster da könnt ihr euch in verschiedenen Versionen wählen. Das gibt es auch mit Holz, das finde ich persönlich am coolsten. Das sieht jetzt ja schon sehr ein bisschen aus wie bei der Oma, aber eben auch retro dadurch. Sonst habt ihr relativ viel Hartplastik und da unten habt ihr sogar noch so eine kleine Tüte bzw. Mülleimer, der auch sehr gut ist, wenn man mit Kindern unterwegs ist oder eben so ein Riegel oder sowas dann da wegschmeißen möchte. Hier auch dann noch mal ein kleines Secret-Fach. Wir haben jetzt hier die optionale Harman-Kardon-Anlage dabei. Harman-Kardon-Anlage dabei. Wenn ihr die nicht hättet, hättet ihr noch mal so eine kleine Ablagefläche hier oben. Macht aber einen sehr, sehr guten Sound. So viel kann ich euch sagen. Nur leider kann ich es euch nicht zeigen, weil ihr würdet es eh nicht hören über unsere Kameras. Und andererseits wäre es auch ein GEMA-Thema, was dann ein bisschen schwierig wäre. Hier dann auch noch mal so eine Aluminiumleiste und ein Handschuhfach. Wir haben jetzt hier auch optional das Ambiente-Licht. Das solltet ihr jetzt bei den Lichtgegebenheiten auch schon sehen. Und was jetzt praktisch ist, ihr habt jetzt hier keine große Handbremse mehr und keinen Gangwahlhebel mehr. Heißt, hier ist alles sehr luftig. Und falls ich es noch luftiger haben möchte, kann ich hier hochheben und den Tisch eben auch nach hinten schieben. Und dann ist er eben weg. Könnt euch hier dann eben noch mehr Platz schaffen. Und jetzt würde ich sagen, kommt Jan mal rein und wir besprechen jetzt hier noch über das Lenkrad. Unten abgeflacht. Genau, Tür auch zu. Unten abgeflacht, sehr weiches Lenkrad, liegt gut in der Hand, relativ schmal, aber auch nicht zu dick. Hier habt ihr dann eben alles von der Lenkradheizung, die in 3 Stufen einstellbar ist. Da seht ihr es mal, 3 Stufen, was schon echt cool ist. Habt hier dann auch noch alles für die Assistenzsysteme und hierüber könnt ihr eben da vorne das kleine Cockpit steuern. Auf View habt ihr dann eben verschiedene Ansichten. Tür ist nicht ganz zugegangen. Auf View habt ihr verschiedene Ansichten. Einmal die hier, die finde ich am besten, große Karte, könnt aber auch die Assistenzsysteme prominent einschalten oder eben auch wie schnell ihr fahrt. Und da oben ist das Head-Up-Display. Sehr cool, ihr seht es jetzt da ein bisschen durch den Regen, heißt, ich sehe da vorne die Geschwindigkeit, die ich fahren darf, die ich gerade fahre und habe auch die Assistenzsysteme integriert. Ihr könnt euch auch hier die verschiedenen Seiten konfigurieren, verschiedene Dinge anzeigen lassen, rechts oder links. Das ist schon sehr cool, aber einmal eingestellt und dann hat man hier eben sein Favorite, ja, seine Favorite-Anzeige. Was wir jetzt machen, ist hier mal vorne über das Infotainment sprechen. Kritikpunkt ist wirklich diese Leiste hier, denn ich habe meistens kalte Finger, dann geht es nämlich nicht. Hier kann man dann Audio lauter oder leiser machen. Hier kann man dann die Sitzheizung steuern mit 2 Fingern. Dann drücke ich drauf und kann hier eben die verschiedenen Temperaturen einstellen. Ihr seht, es funktioniert okay. Bei meinen Fingern geht es einfach nicht. Vielleicht habe ich auch einfach oft zu kalte Finger. Aber jetzt, was ich gut finde, ist, dass ihr hier unten 4 Knöpfe habt, die die wichtigsten Sachen zeigen. Vielleicht erstmal Mode. Hier habt ihr die verschiedenen Modi. Eco, Komfort, Sport und Individual. Was können wir alles einstellen? Die Lenkung, das DCC ist jetzt hier optional drin, heißt wir können es von ganz komfortabel bis hin zu sehr sportlich einstellen. Die Lenkung können wir eben in verschiedenen Stufen einstellen. Antrieb, ACC, Lichtassistenz und auch die Klimatisierung. Und hier seht ihr dann auch jeweils, wie sich das eben in den verschiedenen Modi verändert. Weiteres besprechen wir bei der Fahrt. Und eine Sache, die ich euch auch zeigen möchte, ihr könnt hier nämlich gleichzeitig
den Hybridmodus oder den E-Modus anmachen und auch den Akku laden, wenn ihr den Verbrenner hinzuschaltet und so eben dann den Ladestand anpassen. Heißt, wenn ihr beispielsweise wisst, ihr müsst in eine emissionsfreie Zone fahren, müsst dafür eben rein elektrisch fahren, könnt ihr euren Akku eben aufladen. Energiepolitisch nicht so gut, weil ihr ja mit dem Verbrenner das macht, aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. Was ich sehr gut finde, ist hier vorne der Klimaknopf. Wenn ich da drauf klicke, kann ich hier nämlich dann so Sachen machen wie Füße wärmen, muss hier dann anmachen. Dann werden mir die Füße gewärmt, habe aber auch Hände wärmen, Füße kühlen, frische Luft, freie Sicht. Also es ist relativ einfach zu verstehen, welchen Knopf man für welches Ergebnis drücken möchte oder vor allem muss. Hier habt ihr eben bei Classic Climate eben auch die ganz normalen Ansichten, die ihr kennt. Und eine letzte Sache, die ich euch gerne zeigen würde, wären die Assistenzsysteme, die wir jetzt hier drin haben. Von ACC, Geschwindigkeitsbegrenzer, Lane Assist, Side Assist, Verkehrszeichenerkennung, Müdigkeitserkennung, Eco-Assistent, Notbremsassistent und auch Emergency Assistent habt ihr hier alles für teilautonomes Fahren Level 2. Ihr habt ja auch die Car2X-Funktion, heißt die ganzen VWs sammeln Daten, topografische Daten, Staudaten, geben die aneinander weiter, also quasi eine Schwarmintelligenz, was sehr praktisch ist. Und ihr habt ja auch einen Travel Assist, was vor allem das Fahren auf der Autobahn sehr angenehm macht. Wir probieren die gleich alle noch aus. Vielleicht noch eine Sache, das ist die Home-Ansicht hier. So sieht die aus. Könnt ihr auch hier rüber swipen. Das ist aber die App-Ansicht, die finde ich am besten und da habt ihr eben alles nochmal in einem Blick. Eine letzte Sache vielleicht noch, das optionale Ambiente-Licht. Sehr cool, könnt ihr jetzt hier in verschiedenen Farbwelten einstellen. Das seht ihr auch hinten beispielsweise, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt seht, doch solltet ihr sehen. Hinten dann auch für die Kiddies beispielsweise, könnt aber auch individuell verschiedene Farben einstellen. So zum Beispiel die Helligkeit, Pink und Blau, was man da alles so machen kann. Das ist schon sehr cool, das ist nochmal so ein Feature, was ich sehr, sehr super finde. Aber was wir jetzt als nächstes machen, ist gemeinsam losfahren. Da würde ich sagen, kommt ihr mal mit. The Car Crash Reviews, der geilste YouTube-Kanal, wenn es um heißen Scheiß um Autos geht. Also abonnieren, Leute. Und ihr könnt natürlich auch Planet VW noch mit abonnieren. Also schaut mal rein. Weiter geht's jetzt wie versprochen mit der Fahrt und erstmal zeige ich euch noch den Schlüssel. So sieht er aus. Erinnert so ein bisschen an Skoda, an Seat und eben an jeden VW-Schlüssel. Ich mag die aber, weil die liegen sehr gut in der Hand. Und was ich vergessen habe im Eifer des Gefechts, ist hier vorne einerseits die Möglichkeit, das Teil hier rauszuklappen. Dann habt ihr hier zwei Cupholder, hier auch nochmal eine Ablagefläche. Und ihr habt hier oben dann auch noch eine induktive Ladefläche, wo ihr euer Handy laden könnt. Hier einmal reingelegt. Ist natürlich gut positioniert, weil da guckt man nicht so sehr drauf. Man sieht auch nicht, wenn jemand schreibt oder anruft, soll man auch gar nicht bei der Fahrt. Hier übrigens dann auch noch eine 12-Volt-Steckdose, die ihr aufmachen könnt und eben nutzen könnt. Hier haben wir dann die Parkbremse. Und was wir jetzt machen, ist gemeinsam hier unseren T7 starten. Beginnt alles hier rein elektrisch in dem Plug-in-Hybrid. Und wenn wir jetzt hier erstmal in den Rückwärtsgang gehen, zeige ich euch den mal. So sieht die Rückfahrkamera aus. Eine gute Raussicht, auch wenn es jetzt dämmert und regnet, ihr seht's. Und wenn wir jetzt hier runter gehen, sind wir erstmal in D und fangen gemeinsam an zu fahren. Ich schaue mal, in welchem Modi wir sind. Ich würde jetzt mal im E-Mode anfangen, das ist gut, und in Eco, und dann fahren wir jetzt mal gemeinsam los. Und großer Vorteil, ihr hört's, an Elektroautos ist, ihr könnt lokal emissionsfrei fahren, ihr könnt das Auto laden. Wir haben jetzt hier eine eingegebene Reichweite von 50 Kilometer. Wir sind jetzt in unserem Alltagstest eher 35 Kilometer weit gekommen. Das ist aber für so einen Durchschnittspendler komplett okay, denn wir fahren im Durchschnitt so ja 45 bis 35 Kilometer am Tag und damit kann man eben die ganze Zeit rein elektrisch fahren. Was passiert jetzt, wenn wir die verschiedenen Modi hier durchswipen? Wir können jetzt hier auch in den Hybridmodus gehen, dann kommt eben auch der Verbrenner hinzu. Ihr hört's, sobald ich ein bisschen mehr aufs Gas gehe und dann entscheidet das Auto selbst, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Und da mache ich euch mal die Energieflussanzeige rein. Die finden wir jetzt hier bei Fahrzeug. Hier habt ihr jetzt erstmal alle wichtigen Informationen und hier habt ihr jetzt die E-Anzeige. Einmal die E-Reichweite und einmal die Energieflussanzeige. Und jetzt könnt ihr rekuperieren. Und was heißt das? Wenn ich jetzt runter vom Gas gehe, seht ihr, dass wir rekuperieren. Hier geben wir jetzt eben wieder Energie aus. Verbrenner kommt da dazu und das ist ganz interessant, wie das da vorne angezeigt wird. Ihr seht jetzt wieder, ich rekuperiere und wenn ich sogar auf die Bremse gehe, rekuperiert er noch stärker. Wir haben jetzt hier, wenn wir runterziehen, eben noch einen S-Mode und einen E-Mode. Der E-Mode ist dann nochmal eine stärkere Rekuperation, heißt, ich gehe jetzt hier nochmal runter. Wenn ich hier aufs Gas gehe, kommt aber immer wieder der Verbrenner hinzu, sobald ich eben im Kickdown bin. Und was bedeutet eigentlich Rekuperation? Ja, das ist das Gute, nämlich an Plug-in-Hybriden bzw. eben an rein Elektroautos. Wenn ihr beispielsweise jetzt an eine Ampel fahrt oder eben bremst oder eben im Schubbetrieb, verpufft die Energie nicht, sondern die kann zurückgespeist werden in den Akku. Das heißt, der Elektromotor kann auch als Generator dienen. Es bringt viele Vorteile mit sich, vor allem wenn man viel in der Stadt unterwegs ist, hat man eben mehr Reichweite durch das
durch das Aufladen des Akkus, eben durch das Rekuperieren. So, jetzt habe ich euch das hier erklärt. Interessant ist jetzt vielleicht generell zum Fahrverhalten. Wir haben jetzt hier ein sehr PKW-eskes Fahrverhalten. Das fühlt sich eher so an, wenn man einen Golf fahren würde und nicht mehr einen Bulli. Der nickt nicht mehr so sehr, der wankt nicht mehr so sehr. Und ich finde, es ist dadurch ein sehr alltagstaugliches Auto und ein sehr angenehmes Fahren. Ich habe ja auch eine mega gute Rundumsicht. Ich sehe nach vorne super gut, ich sehe nach rechts und links super gut. Ich habe hinten eine gute Rundumsicht durch die sehr flache Heckscheibe und fühle mich damit auch wohl. Und auch bei den Maßen fühle ich mich jetzt nicht überfordert. Er ist jetzt 5 Meter lang. Fast 5 Meter lang, der hat einen Wendekreis von 12 Meter und ich würde sagen, wir gucken jetzt gleich mal hier an der Tankstelle, wie wir hier durchkommen. Das ist schon ein großer Vorteil, vor allem jetzt hier eben in der Stadt. Jetzt lassen wir den mal noch durch, jetzt hört ihr vielleicht auch noch kurz, wie sich der Blinker anhört. Ja, interessant. Mal schauen, ob wir uns hier durchschlängeln können. Ja, das kriegen wir doch hoffentlich hin. Ja, passt. Will ja hier VW keine Felge kaputt machen und ja, also ihr seht, ich komme jetzt hiermit klar, auch wenn das jetzt Ausmaße sind, die jetzt vielleicht nicht so klein sind, ist es für mich noch immer alltagstauglich. Was ich auch gut finde, ist, dass wir jetzt hier 5 cm weniger Höhe haben. Heißt, wenn wir jetzt zum Parkhaus oder so fahren, ist da auch nicht mehr großer Stress und vor allem große Angstschweiß für mich ja vorhergesagt. Aber jetzt quatsche ich nicht mehr so lange über mich, sondern wir schauen uns noch die andere Modi an. Ihr habt hier nämlich noch einen komfortablen Modi, ihr habt hier einen Sportmodi und einen Individualmodi. Und ich würde sagen, im Sportmodus fahren wir mal ein bisschen rum und was passt sich an? Ihr habt es vorhin ja gesehen, es ist einerseits die Lenkung, es ist andererseits aber auch das Fahrwerk, was ein bisschen härter ist und Komfort wird es dann dadurch umso komfortabler. Und wenn ich jetzt hier so durch die nassen Straßen fahre und vor allem durch die nassen Kurven, fühlt er sich echt gut an. Der fährt sich verdammt einfach und das ist ein großer Vorteil. Ich bin mit dem Auto nicht überfordert, es fährt quasi mich und ich fahre nicht das Auto. Wisst ihr, wie ich meine? Naja, so viel dazu. Wir haben jetzt hier auch eine ganz gute Beschleunigung von ja, ungefähr 11,6 Sekunden auf 100. Wir können jetzt hier von max 190 km/h fahren. Das ist jetzt schneller als der kleine Benziner, ein bisschen langsamer als der große Benziner. Aber jetzt ist natürlich die große Frage, was würde ich euch empfehlen? Wenn ihr rein elektrisch fahren möchtet im Alltag, dann würde ich euch auf jeden Fall den Plug-in-Hybrid empfehlen, auch wenn die Ladezeiten jetzt nicht hier so gut sind. 11 kW hätte ich mir jetzt auf jeden Fall gewünscht. Falls ihr aber sagt, ihr fahrt viel mehr Langstrecken, würde ich euch auf jeden Fall zu dem Benziner raten, zu dem kleinen. Der hat mir absolut ausgereicht in meinem Test, da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Ich fand den wirklich super gut und ihr schleppt vor allem nicht den Akku mit, weil wenn der Akku jetzt in dem Fall leer wäre, hättet ihr eben nur noch die 150 PS und eben nicht mehr ja, die vollen 280 PS, weil halt eben nur noch der Verbrenner arbeitet. Das ist ein Nachteil. Ihr schleppt dann einfach nur noch den Akku mit. Sonst haben wir aber, wenn beides gut funktioniert, eben 350 Newtonmeter. Das ist gut, der hat einen guten Antritt. Und dann vielleicht noch kurz zum Verbrauch. Der ist ja angegeben bei 1,4 Liter und 14 Kilowattstunden. Das kann man jetzt so nicht sagen. Wenn wir den jetzt rein elektrisch gefahren sind, haben wir ungefähr 30 Kilowattstunden gebraucht. Wenn wir den mit reinem Verbrenner gefahren sind, waren es dann schon mal Richtung 10 Liter. Kombiniert waren es ungefähr 7,5 Liter und 5,5 Kilowattstunden. Eine Sache, die man noch wissen muss, ist, ich mache hier mal die Klima an, weil es jetzt hier langsam alles beschlägt, freie Sicht, ihr seht, das funktioniert sehr einfach. Was man noch wissen muss, ist, dass ihr jetzt hier nur ein 6-Gang DSG habt. Bei den anderen Varianten habt ihr einen 7-Gang DSG. Das liegt daran, weil der Elektromotor jetzt hier auch im Getriebegehäuse verbaut ist. Heißt, ihr habt eben einen Gang weniger und dadurch auch ein bisschen schlechteren Verbrauch im Vergleich eben zum Benziner. Was wir jetzt aber machen, ist gemeinsam zurückfahren und dann zauber ich euch noch ein Fazit. Kommt mit! Weiter geht's jetzt mit meinem Fazit. Richtiges Schiedwetter hier in Frankfurt. Aber darum soll es hier nicht gehen, sondern ich möchte euch so ein bisschen sagen, wie finde ich jetzt den VW T7 Multivan? Wie hat er sich vor allem gefahren? Also, vielleicht erstmal zur Motorenauswahl. Ihr bekommt jetzt hier den Plug-in-Hybrid, ihr bekommt den kleinen Benziner und ihr bekommt auch den großen Benziner. Ich freue mich tatsächlich am meisten auf den Diesel, der 2022 auf den Markt kommen wird. Zum Plug-in-Hybrid kann ich so viel sagen. Er bringt viele Vorteile mit sich, weil ihr könnt lokal emissionsfrei fahren. Ihr profitiert auch noch von der Förderung von bis zu 5.000 €. Dazu erzähle ich euch aber später noch beim Preis mehr. Ihr tut ein bisschen was für die Umwelt, aber ihr müsst auch wirklich schauen, dass ihr den ladet, dass ihr ihn regelmäßig ladet. Die Ladezeiten dafür sind okay. Ich hätte mir wahrscheinlich 11 kW gewünscht, vor allem eben bei einem 10,4 Kilowattstunden fassenden Akku wäre das ganz gut gewesen, dann hättet ihr auch bessere Ladezeiten. Auch hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Reichweite gewünscht. 50 Kilometer ist zwar noch okay, aber bald kriegt man dafür keine Förderung mehr. Aber was man positiv sagen kann, VW gibt sich Mühe, die Sachen zu elektrifizieren, vor allem die Autos zu elektrifizieren.
Falls ihr einen ganz elektrischen VW-Bus haben möchtet, dann müsst ihr auf den ID.Buzz warten. Da freue ich mich besonders drauf. Ich bin ja ein kleiner Elektrofreak, vor allem eben bei rein elektrischen Autos. Bin sehr gespannt, wie der sich fahren wird. Falls ihr einen Camper sucht, müsst ihr weiter noch erstmal beim T6.1 bleiben. Das ist leider so, deswegen ist es wirklich hier ein People Mover. Es ist kein Camper, es ist keine Karavelle, es ist kein Pritschenwagen. Das muss man wissen, aber für einen People Mover ist dieses Auto wirklich genial. Er fährt sich wie ein PKW, er fährt sich wie ein Golf, was positiv ist. Er nickt nicht, er wankt nicht, er ist super flexibel im Innenraum. Ich stehe auf das Auto, es ist auch sehr modern geworden. Einzigster Kritikpunkt ist tatsächlich auch noch der Preis. So, der kleine Benziner beginnt bei 45.000 €, der große Benziner dann Ende 40.000 €, der PHEV beginnt dann bei 57.000 €. Wie gesagt, ihr kriegt dann noch eine Förderung von bis zu 5.000 €, beziehungsweise profitiert von einer Dienstwagensteuer von 0,5%. Heißt, ihr bezahlt quasi nur die Hälfte, die ihr eigentlich für einen Verbrenner bezahlen würdet. Falls euch das zu teuer sein sollte, dann könnt ihr auch gerne mal bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbeischauen. Was machen die Jungs? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Hier seid ihr aber gelandet bei The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir. Wir lassen euch nicht im Regen stehen, wir machen sogar im Regen Videos. Ich hoffe, ihr honoriert das. Drückt aufs Abo und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Bis dann!